Ja, das ist tatsächlich mal ein ziemlich praktisches Beispiel dafür, warum es manchmal doch nicht schlecht ist, auf seine M mit den Quests zu warten, ja. Also ich meine, effektiv gibt es viele praktische Beispiele. Bei Meteo zu sterben, nicht mehr durch die Tür zu kommen, wäre eins. Aber eigentlich ist es ja bei vielen Quests so, dass du irgendwelche Monster killen musst oder irgendwelche Items brauchst und die dann mit dem RM oder so halt nicht killen kannst. Hat letztens auch wieder jemand gesagt, jetzt muss er 300 Mammuts oder 200 Mammuts, sind es 200 oder 300? Auf jeden Fall muss er es mit dem RM machen und dass das ja übelst lange dauert und voll ätzend ist. Tja, ist halt die Frage. Ich meine, zugegebenermaßen bei den Quests ist es teilweise schon mies, wenn die Level der beiden Chars zu weit auseinander sind, weil dann der Main halt wirklich sehr wenig XP bekommt, wenn der Quest ursprünglich 20 gegeben hat und man kriegt dann nur noch 7. Ist natürlich mies und grundsätzlich schon so, dass es eher schlecht ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich dann ewig mit dem RM abmühst, Quest für Quest, jede einzelne Quest oder auch jeden Story-Dungeon doppelt machen. Für Story-Dungeons brauche ich immer so 20 Minuten roundabout. Stormpeak sogar 25. Stimmt, Stormpeak hat auch noch jemand gesagt, dass wir Stormpeak mit dem RM machen. Und darf mit dem Main nicht killen, weil er sonst die Kills nicht bekommt. Das ist das Gleiche. Ich meine, klar, man schafft es schon, es geht schon, aber es dauert halt viel länger, als wenn man es mit 2 Chars zeitgleich macht. Weil dann kann man beide Chars aktiv benutzen, kann mit beiden Chars Schaden machen und dann geht es halt einfach doppelt so schnell. Und einfach nur, selbst wenn du schnell bist, du musst es ja trotzdem zweimal machen. Also selbst wenn es kein Problem für dich ist, du musst es trotzdem ein zweites Mal machen, was dir effektiv in der Regel nichts bringt, sondern einfach nur die Zeit verdoppelt. Wenn du das für jede Quest nimmst, ist das schon ziemlich viel. Also müsste man mal ausrechnen, wie viele Quests, und ich meine, es gibt mittlerweile echt viele Quests. Wenn du es theoretisch für jede Quest machen würdest, also für keine Quest, dass du auf den RM wartest und alles doppelt machst. Also selbst wenn du sagst, du schaffst alles mit dem RM genau gleich schnell, was in der Regel ja eher nicht so ist. Selbst wenn du mit dem Main tankst oder so, du bist in der Regel trotzdem langsamer, weil der RM meistens schlechter equipped ist und schwächer ist. Also selbst wenn du sagst, du schaffst es in der gleichen Zeit, was eher unrealistisch ist, du wirst es alles doppelt machen, das summiert sich schon ganz schön. Wobei ich halt glaube, dass Leute, die niemals auf ihren RM warten, dann halt ehrlich gesagt die Quests auch gar nicht nachholen. Also Coral Island, Kailoon, so diese richtig fetten Quests schon, aber so Dekans Mine oder so, sowas wird wahrscheinlich jemand niemals nachholen. Der ist am Anfang schon, also der grundsätzlich die Einstellung hat, wird er nicht machen. Ich glaube, bei solchen Leuten, die werden das einfach gar nicht machen. Aber das sind halt die Nachteile dann. Und es summiert sich schon ganz schön, wenn du alles doppelt und dreifach machen musst. Also dreifach nicht, aber doppelt und es dauert länger. Was sich dann wie dreifach anfühlt. Oder anfühlen kann. Deswegen warte ich in der Regel lieber auf meine M. Und normalerweise, also wenn du jetzt zumindest noch im Level-Grind bist, ist es ja schon so, vor allem wenn du deinem M eine Red Flask gönnst auf dem FEC, dass die auch gar nicht so weit auseinander sind. Wenn du nur 5 Level warten musst, ist es ja nicht so schlimm. Mies ist halt, wenn du wirklich die vollen 19 Level warten musst, wie bei der 8-Char-Taktik, weil dann kriegt der Main halt wirklich gar nichts mehr für die XP oder nur noch extrem wenig. Oder auch, wenn du halt einfach mehrere Charakter hast, die unterschiedlich schnell leveln, weil sie nicht alle die gleiche Flask haben. Oder wie ich zum Beispiel jetzt, der eine Char farmt Dungeons, kriegt überall XP und der andere steht den ganzen Tag nur blöd in der Gegend rum und kriegt so gut wie gar keine XP. Wenn die Chars unterschiedliche Dinge machen, die verschiedenen Chars, dann ist es natürlich auch blöd. Aber solange du noch aktiv levelst oder solange du aktiv levelst, finde ich, ist es eigentlich nicht so verwerflich, auf seine M zu warten. Erst wenn der Levelabstand zu groß wird, ist es dann hat man das Gefühl, man verpasst dann trotzdem was. Obwohl man auf seine M wartet und das dann nicht doppelt machen muss, verpasst man dann halt mit dem Main Character was dann auch wieder ein bisschen blöd ist. Quintessenz ist einfach nicht zu viel questen, vor allem nicht am Anfang. Dann hat man das Problem einfach gar nicht.
Oh lol, jetzt bin ich auf Sport gegangen.